Einige nennen es Lebenselixier, die anderen flüssiges Brot. Die Rede ist von Bier. Wir sind heute in China, Texas, einer kleinen Stadt mitten in Texas mit einer sehr großen Brauerei. Die braut das sehr bekannte Shiner Bockbier. In Texas ziemlich bekannt, in anderen Staaten nicht unbedingt, aber wir sind hier. Die Brauerei heißt Cosmos Spätzle Brewery und wir möchten uns das Ganze heute anschauen. Es ist definitiv mein Lieblingsbier, das Shiner Bock. Die haben aber natürlich auch andere Kreationen, verschiedene Lager, Pilsner für Oktoberfest, natürlich sehr beliebt auch IPAs in Deutschland und USA. Aber hier zeigen wir euch die Tour. Kommt mit! Wir haben uns Tickets für die Tour gekauft und das Coole ist, man kriegt ein bisschen Merch dazu und für jede Person kriegt noch 3 Tokens. So sieht das Ganze aus, um an der Bar sich ein Bier zu nehmen. Und da kann man sich dann komplett aus der ganzen Palette was aussuchen. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Tour, deswegen gönnen wir uns schon mal ein Bier und auf der Tour oder für die Tour kann man sich dann auch noch mal in die Hand ein Bier mitnehmen. Also auf jeden Fall cool, super Atmosphäre, genauso wie die anderen Brauereien rum um Austin. Man kann hier auch einfach kommen, um Bier zu trinken, Footballspiel zu gucken, Live-Musik gibt es hier auch. Deswegen super Atmosphäre, ungefähr 2 Stunden Fahrt von Austin, aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen und Shiner, deren Bier schmeckt aber richtig gut. Also wenn jemand auch mal richtiges Bier will, dann ist man hier an der richtigen Adresse. Welches Bier hast du da? Ich habe hier Czech Pils, Pilsner nennen die das. Schmeckt wirklich gut. Natürlich wie alles in den USA leicht süßliche Note, aber weit entfernt von einem IPA. Kann man wirklich trinken und natürlich deren erfolgreichstes Bier ist Shiner Bock Bier. Wirklich sehr zu empfehlen, kann ich jedem empfehlen, der in den USA ist und an dieses Bier rankommt, mal zu probieren. Ich glaube, für die deutschen Geschmacksnerven wird das auch sehr angenehm sein. In Texas kriegt man das überall, in jeder Bar, Restaurant und im Supermarkt. Zweite Runde. Wir testen weiter aus. Wir haben 2 verschiedene Biere. Nicht von den Namen verwirren lassen. Einmal Oktoberfestbier. Ne? Und im anderen Becher, jetzt kommt's, Festbier. Man kann es leicht verwechseln, aber angeblich 2 verschiedene Sorten. Also fangen wir mal an mit dem Oktoberfestbier. Oh, das ist geil. Ja, das geht ungefähr in die Märzen-Richtung, würde ich mal sagen. Es hat so einen wässrigen Abgang, aber doch eine stärkere, dunklere Note. Finde ich super. Also dafür gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch.
Jetzt zu dem Festbier ohne Oktober. Ne? Schmeckt genauso, nur wie eine Light-Variante. Vielleicht, weil das Oktober fehlt. Ein bisschen leichter. Also der Unterschied ist kaum merkbar, aber beides finde ich sehr gut von der Note. Ist auch ähnlich das, was man so in Deutschland kriegt. Also auf jeden Fall 2 Daumen hoch. Wir sind fertig mit der Brauereitour. War auf jeden Fall sehr cool. Bisschen Geschichte erzählt, etwas von dem Brauprozess, aber doch sehr locker, unterhaltsam gehalten. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Brauereitouren gemacht, aber auf jeden Fall von denen, die ich bisher so hatte, auch in Europa, war das auf jeden Fall die beste für mich, weil es ist so eine gute Balance aus Information, unterhaltsam und trotzdem dieses texanische, lockere, freundliche. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Besucher natürlich. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung für jeden, der nach Texas kommt. China, Texas, Kosmos Spätzle-Brauerei. Eine riesige Empfehlung. Man kann nebenbei sein Bier trinken, zuhören, sich das Ganze anschauen. Da sind Fotos, Memorabilia, auch das Giftshop-Merch. Wirklich cooles Zeug, weil hier verkauft jeder Merch und das ist manchmal so billig oder hässlich, aber hier bei China ist das wirklich cool. Also man sieht, da hat sich jemand wirklich vom Marketing Mühe gemacht, wirklich cooles Merch anzubieten. Und nicht nur T-Shirts und Mützen, sondern auch Bierflaschenöffner, LED-Schilder, verschiedene Accessoires auch für höherprozentige Drinks und so weiter. Wirklich cool gemacht, tolle Anlage und wie immer sehr gutes Bier. Also auf jeden Fall 5 von 5 Sternen, sehr zu empfehlen. Leute, ihr glaubt nicht, was für ein neues bzw. altes Problem wieder an dem ZJ haben. Und zwar die Servopumpe macht wieder immense Probleme. Wir hatten kurz vor der Abfahrt in Deutschland Probleme gehabt mit dieser Servopumpe. Die ist eigentlich nagelneu, da ist sie, nur so kurz mal als Info. Die ist nagelneu, weil wir haben das ganze Thema Lenkung hier eigentlich komplett neu gemacht. Lenkung hat nämlich hier einen Kühler bekommen, zusätzlichen für Fahrtwind, passiv. Ist gar nicht so unwichtig beim Thema Trail. Gut, da gibt es auch nicht wirklich Fahrtwind, aber generell, um die Flüssigkeit schneller und zügiger abzukühlen. Da hatte ich schon öfter in der Vergangenheit einige Probleme. Und die ist eigentlich neu, aber leider das alte Problem wieder mit dem Teil. Und zwar, wir haben die eingebaut gehabt für die Abfahrt. Nagelneu. Und die ist undicht oder war undicht. Wir wollten eigentlich schon los, das Auto aus der Werkstatt mitnehmen und war leider undicht. Es hat sofort geleakt und natürlich so kannst du gar nicht fahren. Auch ganz ungefährlich. Es kann jeden Moment halt die Lenkung ausfallen. Das heißt, wir hatten dann nochmal extra Arbeit. Wir haben uns hingesetzt und versucht, die abzudichten und war nicht so einfach. Wir haben extra, ja, sollte man wahrscheinlich nicht machen, einen zweiten O-Ring dazu gehauen und das hat dann erstmal funktioniert. Ich glaube, diese ganze Servopumpe ist einfach sehr schlecht konstruiert, einfach billig, schlechte Qualität. Das Problem ist auch die Art, wie das Ganze gebaut ist. Das heißt, dieses Reservoir hier, der Behälter, der ist mit der eigentlichen Pumpe einfach nur zusammengesetzt oder draufgeschoben und dann mit solchen Metallklipsen, das wird einfach festgehalten. Das heißt, da ist jetzt nicht wirklich super guter Halt drauf. Das ist jetzt nicht irgendwie mit einer Schraube oder so fixiert, was natürlich viel besser wäre. Ist halt hier nicht der Fall.
Deswegen hat sich das wahrscheinlich bei Hitze, dehnt sich aus, auch die Kunststoff drumherum und so weiter. Vielleicht irgendwelche Schlaglöcher in der Straße und dann war das undicht. Hielt eine Weile, hielt eigentlich bisher auch die ganze Rückfahrt vom Hafen in Freeport hier nach Hause, war alles gut. Und jetzt, nach ein paar Tagen, hat sich gezeigt, dass da doch undicht ist. Ich habe gesehen unterm Wagen, da tritt Flüssigkeit aus, habe die Motorhaube hier aufgemacht und gesehen, dass genau da zwischen der Pumpe und dem Behälter Flüssigkeit ausläuft und das gar nicht so wenig. Das heißt, das lief schon da ordentlich im paar Sekundentakt. Und das musste ich jetzt einmal hier ran an das Ganze. Leider schon wieder. Was ich jetzt nämlich versucht habe, ist, die Ohrringe sind natürlich weiterhin da, aber ich habe da nochmal zusätzlich RTV drumherum geschmiert. Ich habe online gelesen, einige haben das versucht und das soll funktioniert haben bei vielen. Habe ich es natürlich auch versucht. Schauen wir mal, ob das halten wird. 24 Stunden habe ich dem Ganzen gegeben zum Trocknen für das RTV und natürlich möglichst so, dass da auch nicht irgendwie in der Zeit Öl daran kommt, dass das wirklich durchtrocknen kann und dann werden wir das gleich mal einbauen. Genau, das seht ihr hier, die Ölwanne. Das ist natürlich auch hier aus der Pumpe auch mit rausgegossen. Das ist jetzt nicht alles, was hier irgendwie getropft hat, aber man sieht halt an den Flecken drumherum, also hier die Pappe liegt drunter, es hat halt ordentlich gesifft, ne? Genau, das bauen wir gleich rein, nur so zur Info, wie das Ganze ausgebaut wurde. Ich natürlich hier total improvisiert, ohne vernünftigen Arbeitstisch. Ich habe hier Werkzeug im Regal liegen und so weiter, alles irgendwie lose auf dem Boden. Da kommt noch was Geiles, also so einen richtigen Werkstattwagen werde ich mir auch besorgen. Gibt es hier preiswerte Sachen bei Harbor Freight, aber auf jeden Fall. Genau, hier ist diese Servopumpe abgeklemmt. Hier, das ist der Zulauf, der Ablauf. Riemen musste einmal ab. Ich hatte ganz vergessen, wie das Ganze funktioniert mit dem Spanner und so weiter. Habe ich dann natürlich ein bisschen mehr gelöst als notwendig. Aber, genau, das ist hier einmal zum Spannen. Ist aber trotzdem eine gute Idee gewesen, das Ganze hier einmal zu lösen, weil das Lager ist nicht mehr ganz gut. Ich habe das Ganze abgenommen und mal gedreht und gemerkt, okay, das läuft da nicht mehr ganz sauber. Also es ist jetzt nicht Vollkatastrophe, aber bietet sich natürlich an, jetzt die Gelegenheit, das Ganze auszutauschen, ne? Und das werde ich natürlich erstmal machen, bevor ich die Pumpe wieder einbaue und dann hoffentlich das Ganze auch dicht ist. Das fehlende Ersatzteil ist endlich gekommen. Hat dann doch länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte, ich kriege das irgendwie so gegen kurz nach 16 Uhr. Ich glaube, wir sind schon an die 18 Uhr. Deswegen, es wird ein bisschen gräulicher. Deswegen will ich mich mal beeilen damit. Genau, hier ist das gute Stück. Schauen wir uns mal an, was wir hier so bekommen haben und ob das auch richtig ist. Da haben wir das Ganze. Was mir gar nicht hier gefällt ist diese Scheibe, die Rolle meine ich, so weit dran geht, dass die auf diesem Halteblech kratzt, berührt, komplett anliegt eigentlich. Was ist das denn für eine dämliche Konstruktion? Also das ist schon mal erster Fail. Das Ersatzprodukt liegt hier komplett auf der Oberfläche. Das kann gar nicht funktionieren. Das ist natürlich wunderbar beschissen. Also diese Rolle liegt komplett mit dieser Fläche auf der Halteplatte. Dieser alte Ring hier, diese Platte, die ist viel dicker, die deckt viel mehr auf. Das heißt, die erzeugt hier
auch viel mehr Abstand, während das bei dem Ersatzteil nicht der Fall ist. Ich habe auf jeden Fall solche Scheiben, die sind groß genug, selber Durchmesser. Okay, das heißt, so machen wir das und dann 2 Scheiben dazu und das Ganze wird dann so als Sandwich im Endeffekt in diesem Metallblech gegriffen und von hinten ist eine Art Gewinde. Zweiter Anlauf, schauen wir mal. Wieder ein bisschen Aufwand, das hier reinzukriegen. Man muss da echt die Schraube perfekt auflegen. Aber dann greift das auch eigentlich sofort. Und so vergeht die Zeit, ne? Mit so einer Kleinigkeit. Oh ja. Das sieht schon mal besser aus. Es ist wirklich trotzdem super nah dran. Aber es scheuert nicht. So, wie gefällt uns das? Jetzt gefällt uns das. Wir haben 2 mm auf der einen Seite, 3 mm auf der anderen. Das liegt so ein bisschen versetzt. Die Kamera ist ausgegangen. Sehr toll. Ich weiß natürlich nicht, wo das Ganze aufgehört hat. Aber wir steigen mal ein. Ich habe das Ganze jetzt mit 2 Scheiben anstatt 3 Scheiben für die Umlenkrolle oder Spannrolle gemacht. Und bin jetzt gerade hier am Festziehen der Pumpe. Die habe ich gerade hier reingesetzt. Hier zwischen mit 2 Schrauben hier oben schon mal leicht gegriffen. Natürlich muss man das Ganze dann noch festziehen. Aber ich wollte das schon mal positionieren. Hier mit der Ratsche. Das ist die von Icon, der Top-Marke von Harbor Freight. Auch mit Metallgriff anstatt Gummi. Ziemlich geiler Scheiß, muss ich sagen. Also Preis-Leistung echt top. Die versuchen hier eher so mit anderen High-End-Konkurrenten im Markt mitzuspielen. Sind aber preislich die Hälfte so grob. Kommt darauf an natürlich, mit was man da genauso vergleicht. Aber ich bin jetzt auch kein Experte, was diese ganzen Werkzeuge und die Marken auf dem Markt geht. Aber das ist soweit mein Verständnis oder zumindest das, was ich so gehört habe. So, wir gucken jetzt mal, ob wir auch hier nochmal die Schraube festziehen. Paar Tage Zeitsprung für euch jetzt. Ich habe das Ganze vor 3 Tagen zu Ende repariert. Und in den letzten Tagen sind wir viel gefahren, um das Ganze zu testen und es hält. Das heißt, der Trick mit RTV hat auf jeden Fall bisher zumindest funktioniert. War auch gar nicht so aufwendig, das Ganze am Ende dann schnell einfach zusammenzubauen. Am ersten Tag bin ich nur in der Nachbarschaft hier gefahren, so ganz kurze Streckenabschnitte, um erstmal zu schauen, ob das überhaupt eine Chance besteht, dass das dicht ist. Aber es hat gehalten und seitdem haben wir stückweise die Dauer der Fahrten erhöht. Gestern sind wir halbe Stunde pro Richtung gefahren und das Ganze ist dicht. Das heißt, der Trick mit RTV hat funktioniert.